Hallo allerseits und willkommen zu meinem Jagdpanzer 38 Hetzer Video. Eigentlich handelt es sich hier um den Schweizer Panzerjäger G13, der wurde jedoch von dem Reenactor aus Illinois zu einem Jagdpanzer 38 zurückgebaut. Während meines Urlaubes in den Vereinigten Staaten hatte ich Gelegenheit, mir das Fahrzeug mal aus der Nähe anzuschauen. Ermöglicht wurde das mit Hilfe von Mark und Adam. Vielen Dank an euch beide. Bevor wir dieses Schmuckstück näher unter die Lupe nehmen, möchte ich noch was zur Entwicklungsgeschichte und zu den technischen Daten sagen. Die Entwicklung dieses leichten Panzerjägers begann im Jahre 1943, die ersten Serienfahrzeuge wurden ab März 1944 ausgeliefert. Bei der Konstruktion griff man auf einige bewährte Komponenten vom Panzerkampfwagen 38T zurück, jedoch waren viele Bauteile trotz gleichen Aussehens nicht identisch. Die Scheibenräder beim Jagdpanzer 38 sind größer, die Ketten breiter, die Federung wurde verstärkt, der Motor wurde verbessert und die Unterwanne wies eine komplett andere Form auf. Die Panzerung der Oberwanne war zu allen Seiten hin stark geneigt, wodurch sich trotz der relativ geringen Frontalpanzerung von 60 mm eine ganz passable Schutzwirkung ergab. Seitlich betrug die Panzerung jedoch nur 20 mm, was trotz der guten ballistischen Form zu schwach war. Das Gewichtsgewicht betrug ca. 15 Tonnen, wodurch das Fahrzeug mit seinen 160 PS relativ leicht zu bewegen war. Das war besonders wichtig, da zum Ausrichten der Kanone das ganze Fahrzeug gedreht werden musste. Der Schwenkbereich der Kanone selber war sehr gering, mit 11 Grad nach rechts und gerade mal 5 Grad nach links. Als Hauptbewaffnung verfügte der Jagdpanzer 38 über eine 7,5 cm Pak 39 L48 mit einem Munitionsvorrat von 41 Granaten. Die Kanone konnte mit fast jedem feindlichen Fahrzeug fertig werden. Die Zweitbewaffnung in Form eines MG34 war auf einer 360 Grad drehbaren Lafette auf dem Dach untergebracht und konnte aus dem Innenraum heraus bedient werden. Hergestellt wurde der Jagdpanzer 38 von BMM und Škoda. Bis März 1945 wurden so 2584 Stück gefertigt. Das ist eine beträchtliche Anzahl, wenn man den kriegswirtschaftlichen Niedergang in Betracht zieht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Tschechoslowakei dieser Panzerjäger noch ein paar Jahre weitergebaut und die Schweiz kaufte 158 Stück und behielt sie mit relativ vielen Modifikationen bis Anfang der 70er Jahre im Dienst. Die meisten Jagdpanzer 38, die heute in Museen stehen oder in Händen von privaten Sammlern sind rückgebaute Fahrzeuge der Schweizer Armee. Originale aus dem Zweiten Weltkrieg sind sehr selten. Schauen wir uns jetzt mal den Innenraum des Jagdpanzer 38 an. Ich stehe hier gerade über der Luke des Kommandanten. Aufsteigen lässt sich am besten über einen kleinen Tritt an der Heckplatte, dann hangelt man sich über das Motordeck in Richtung Dach vor. Deswegen hat hier auch der Lack so gelitten. Da können wir Modellbauer uns einige Anregungen holen. Hier der Blick ins Innere durch die Luke der übrigen Besatzungsmitglieder. Die Kanone teilt den Innenraum in zwei Bereiche, der Kommandant sitzt deswegen etwas abseits. Es fehlt zwar das eine oder andere im Innenraum dieses Fahrzeugs, aber man bekommt trotzdem einen recht guten Eindruck von der Enge, die hier geherrscht haben muss. Die 7,5 cm Pak 39 nochmal aus der Nähe. Natürlich ist die Kanone deaktiviert. Hier sitzt Adam gerade auf dem Fahrersitz, der hat es auch deutlich leichter, weil er kleiner ist als ich. Ich habe mich dort auch mal vorgezwängt, so viel oder besser gesagt so wenig sieht der Fahrer durch seinen Sehschlitz. Unterhalb hat es ein paar Instrumente und natürlich auch die Bedienelemente für den Fahrer. Ich glaube, wir können jetzt die Kiste mal anlassen. Gar nicht mal so übel. Der Motor ist im Übrigen nicht original. Auf dem Dach des Panzerjägers lässt sich's recht gut sitzen. Wendemanövern litt der Straßenbelag ein wenig. Absteigen kann man recht bequem durch eine Rutschpartie an der Frontpanzerung hinunter. Schauen wir uns noch ein paar Details am Fahrzeug an.
Die Schmutzablagerungen bieten sicherlich eine gute Vorlage fürs nächste Panzermodell. Interessant ist auch das austretende Öl, das sich hier mit dem Schmutz vermischt. Man beachte hier das blanke Metall an den Griffleisten der Ketten. Blankes Metall auch an den Innenseiten der Ketten. Noch mehr Ölflecken. Durch das ständige Auf- und Absteigen leidet der Lack an der Frontpanzerplatte sehr. Die Schweißnaht und der Not-Tick-Scheinwerfer im Detail. Blankes Metall ist an vielen Bereichen des Fahrzeugs anzutreffen, interessanterweise rostet es dort aber so gut wie gar nicht. Nur die Abgasanlage wird durch die starke Hitzeentwicklung auffällig stark korrodiert. Falls ihr immer schon mal wissen wolltet, wie es klingt, wenn man versucht, bei gezogenen Bremsen mit einem Panzer vorwärts zu fahren, dann hört jetzt mal genau hin. Zweiter Versuch, vielleicht klappt es dieses Mal besser. Jetzt wird der Panzer auch wieder unter den Bäumen im Vorgarten geparkt. Mir hat die kleine Spritztour im Hetzer großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr fandet dieses Video informativ und unterhaltsam. Marc hat meinen allergrößten Respekt für die Arbeit und Zeit, die er in dieses Stück lebendiger Geschichte gesteckt hat. Ich hoffe, er hat noch lange Freude dran. Außerdem möchte ich mich noch bei Adam Mann für die Organisation und Unterbringung während meines Besuchs bedanken. Das hat meinen Urlaub unheimlich angenehm gemacht. Das wär's auch schon wieder. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.